Guten Tag, Anna. Heute möchte ich mit Ihnen typische Fragen im Vorstellungsgespräch besprechen. Es ist wichtig, dass solche Situationen realistisch geübt werden, besonders auf dem B2-Niveau. Wie fühlen Sie sich dabei? Guten Tag, Markus. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen nervös. Vorstellungsgespräche sind oft stressig und manchmal weiß ich nicht genau, wie ich antworten soll. Was genau meinen Sie mit typischen Fragen? Damit sind Fragen gemeint, die in fast jedem Interview gestellt werden. Zum Beispiel, können Sie sich bitte vorstellen? Oder warum möchten Sie bei uns arbeiten? Diese Fragen dienen dazu, Ihre Persönlichkeit und Motivation besser zu verstehen. Ah, ich verstehe. Aber warum ist diese erste Frage so wichtig? Es wirkt doch sehr allgemein. Das ist eine gute Frage. Diese Einstiegsfrage wird oft genutzt, um zu sehen, wie strukturiert und klar Sie sprechen können. Es wird erwartet, dass eine kurze, aber präzise Selbstpräsentation gegeben wird. Können Sie ein Beispiel geben, wie Sie sich vorstellen würden? Ähm, ja, ich versuche es. Mein Name ist Anna Schneider. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und in den letzten 2 Jahren als Projektassistentin gearbeitet. Dabei konnte ich Erfahrungen im Teammanagement sammeln. Besonders wichtig war für mich die Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen. Sehr gut, Anna. Ihre Antwort ist klar strukturiert. Es wurde zuerst Ihr Name genannt, dann Ihr Studium und schließlich Ihre Berufserfahrung. Genau so sollte es gemacht werden. Können Sie das noch etwas erweitern, vielleicht mit Ihren Stärken? Ja, natürlich. Ich würde sagen, dass ich sehr organisiert bin und gut unter Druck arbeiten kann. Außerdem bin ich kommunikativ und kann Probleme schnell analysieren. Sehr schön formuliert. Nun kommen wir zu einer anderen typischen Frage. Was sind Ihre Schwächen? Viele Kandidaten finden diese Frage schwierig. Was denken Sie darüber? Hm, Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich habe Angst, etwas Negatives zu sagen, das einen schlechten Eindruck macht. Was bedeutet eigentlich Schwäche in diesem Kontext? Eine Schwäche ist eine Eigenschaft, die verbessert werden kann. Wichtig ist, dass sie ehrlich, aber nicht zu kritisch dargestellt wird. Es sollte gezeigt werden, dass an dieser Schwäche aktiv gearbeitet wird. Ah, also sollte man nicht einfach sagen, ich habe keine Schwächen, richtig? Genau. Diese Antwort wird oft als unrealistisch wahrgenommen. Können Sie ein Beispiel für eine gute Antwort formulieren? Vielleicht so. Ich neige dazu, sehr perfektionistisch zu sein. Das führt manchmal dazu, dass ich mehr Zeit für Aufgaben benötige. Allerdings habe ich gelernt, Prioritäten besser zu setzen. Ausgezeichnet, Anna. Ihre Antwort ist selbstreflektiert und Entwicklung. Nun möchte ich Ihnen eine komplexere Frage stellen, die häufig in Deutschland verwendet wird. Warum möchten Sie gerade in diesem Unternehmen arbeiten? Das ist interessant. Warum ist diese Frage so zentral? Weil hier Ihre Motivation überprüft wird. Es soll festgestellt werden, ob Sie sich mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Können Sie versuchen, darauf zu antworten? Ja, ich versuche es. Ich möchte in Ihrem Unternehmen arbeiten, weil es international tätig ist und innovative Projekte entwickelt. Besonders interessant finde ich die Unternehmenskultur, die auf Teamarbeit und Weiterbildung basiert. Außerdem sehe ich hier die Möglichkeit, meine Fähigkeiten langfristig weiterzuentwickeln. Sehr gut. Ihre Antwort ist überzeugend. Nun eine weitere Frage. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Was denken Sie, was hier erwartet wird? Ich denke, dass eine klare berufliche Perspektive gezeigt werden soll, aber ich bin mir nicht sicher, wie konkret man sein muss. Können Sie das näher erklären? Natürlich. Es wird erwartet, dass realistische Ziele formuliert werden. Es sollte gezeigt werden, dass Sie ambitioniert sind, aber auch flexibel bleiben. Können Sie darauf antworten? Ja, in 5 Jahren sehe ich mich in einer Position mit mehr Verantwortung. Ich möchte meine Kenntnisse vertiefen und vielleicht ein kleines Team leiten. Gleichzeitig ist es mir wichtig, mich kontinuierlich weiterzubilden. Das ist eine sehr gute Antwort. Nun möchte ich eine Übungsfrage stellen. Bitte antworten Sie ausführlich in 6 bis 8 Sätzen. Wie gehen Sie mit Stresssituationen um? Gerne.
In Stresssituationen versuche ich zunächst ruhig zu bleiben und die Situation zu analysieren. Danach priorisiere ich meine Aufgaben, um den Überblick zu behalten. Es wird von mir darauf geachtet, dass klare Ziele gesetzt werden. Außerdem kommuniziere ich offen mit meinem Team, um Missverständnisse zu vermeiden. In schwierigen Momenten hilft es mir, kurze Pausen zu nehmen, um neue Energie zu gewinnen. Langfristig habe ich gelernt, Stress als Teil des Arbeitslebens zu akzeptieren und konstruktiv damit umzugehen. Sehr strukturiert und professionell formuliert. Genau solche Antworten werden im Interview erwartet. Nun eine sprachliche Frage. Was bedeutet eigentlich priorisieren? Oh, das wollte ich gerade fragen. Was bedeutet das genau? Priorisieren bedeutet, Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen. Wichtige Aufgaben werden zuerst erledigt, weniger wichtige später. Ah, das ist sehr hilfreich. Danke. Können wir noch ein weiteres Beispiel machen? Natürlich. Stellen Sie sich vor, Sie werden gefragt, beschreiben Sie eine schwierige Situation im Job und wie Sie sie gelöst haben. Wie würden Sie antworten? Ich denke nach. In meinem letzten Job gab es ein Problem mit einem wichtigen Projekt, weil die Kommunikation im Team nicht gut funktionierte. Ich habe vorgeschlagen, regelmäßige Meetings einzuführen. Dadurch konnte der Informationsfluss gebessert werden. Am Ende wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Sehr gut. Ihre Antwort enthält ein Problem, eine Lösung und ein Ergebnis. Genau diese Struktur wird erwartet. Warum ist Struktur in solchen Antworten so wichtig? Weil sie hilft, klar und verständlich zu sprechen. Ohne Struktur könnte die Antwort chaotisch wirken. Ganz richtig, Struktur zeigt Professionalität. Nun möchte ich eine kritischere Frage stellen. Glauben Sie, dass solche Interviews immer fair sind? Das ist eine interessante Frage. Ich denke, dass Interviews nicht immer vollständig objektiv sind. Persönliche Eindrücke spielen eine große Rolle. Trotzdem sind sie wichtig, um Kandidaten besser kennenzulernen. Das ist eine differenzierte Meinung. Welche Vorteile und Nachteile sehen Sie? Ein Vorteil ist, dass man seine Persönlichkeit zeigen kann. Ein Nachteil ist, dass Nervosität die Leistung beeinflussen kann. Außerdem können kulturelle Unterschiede eine Rolle spielen. Sehr gut analysiert. Zum Abschluss möchte ich noch über schriftliche Vorbereitung sprechen. Wie kann man sich am besten für ein Interview vorbereiten? Ich denke, dass es hilfreich ist, Antworten vorher zu strukturieren und aufzuschreiben. Außerdem sollte man Informationen über das Unternehmen recherchieren. Übungen mit Freunden oder allein können ebenfalls helfen. Genau, Vorbereitung ist entscheidend. Eine letzte Frage. Was bedeutet eigentlich recherchieren? Das bedeutet, Informationen zu suchen und zu analysieren, richtig? Ganz genau. Sehr gut, Anna. Ich denke, Sie sind jetzt deutlich besser vorbereitet. Vielen Dank, Markus. Das motiviert mich wirklich. Trotzdem habe ich noch eine Frage. Wie kann sichergestellt werden, dass die Antworten nicht auswendig gelernt wirken? Ich habe gehört, dass Personaler das schnell bemerken. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, Anna. Es sollte vermieden werden, Antworten Wort für Wort auswendig zu lernen. Stattdessen sollten zentrale Ideen verstanden und flexibel formuliert werden. So wirkt die Sprache natürlicher. Können Sie das nachvollziehen? Ja, das ergibt Sinn. Also sollte ich eher Stichpunkte im Kopf haben und nicht ganze Sätze? Genau. Stichpunkte helfen dabei, die Struktur zu behalten, während die Formulierungen spontan entstehen. Dadurch wird Authentizität vermittelt. Warum glauben Sie, ist Authentizität im Interview so wichtig? Ich denke, weil Unternehmen echte Persönlichkeiten suchen und nicht nur perfekte Antworten hören wollen. Wenn man zu perfekt klingt, wirkt es vielleicht künstlich. Ganz richtig. Authentizität schafft Vertrauen. Nun möchte ich ein weiteres Thema ansprechen: Körpersprache. Obwohl wir uns auf Sprache konzentrieren, spielt Körpersprache eine große Rolle. Was wissen Sie darüber? Ich weiß, dass Augenkontakt wichtig ist und dass man aufrecht sitzen sollte, aber ich bin mir nicht sicher, wie stark das bewertet wird. Es wird oft stärker bewertet, als man denkt. Eine offene Haltung signalisiert Selbstbewusstsein. Es wird auch darauf geachtet, ob Nervosität kontrolliert werden kann.
Können Sie ein Beispiel für gute Körpersprache geben? Ja, man sollte ruhig sitzen, die Hände nicht verstecken und gelegentlich nicken, um Interesse zu zeigen. Außerdem sollte Blickkontakt gehalten werden, ohne zu starren. Sehr gut beschrieben. Nun zurück zur Sprache. Es gibt oft die Frage, warum sollten wir gerade Sie einstellen? Was macht diese Frage besonders schwierig? Diese Frage ist schwierig, weil man sich selbst positiv darstellen muss, ohne arrogant zu wirken. Was genau meinen Sie mit arrogant? Arrogant bedeutet, dass man sich selbst übertrieben positiv darstellt und andere indirekt abwertet. Im Interview sollte Selbstbewusstsein gezeigt werden, aber auf eine respektvolle Weise. Ah, also sollte ich meine Stärken nennen, aber auch zeigen, dass ich lernbereit bin. Genau. Können Sie eine mögliche Antwort formulieren? Ja, ich versuche es. Ich denke, dass ich gut zu dieser Position passe, weil ich sowohl fachliche Kenntnisse als auch praktische Erfahrung mitbringe. Außerdem arbeite ich gerne im Team und bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig bin ich offen für Feedback und kontinuierliche Verbesserung. Das ist eine sehr ausgewogene Antwort. Nun möchte ich einen weiteren wichtigen Aspekt einbringen: kritisches Denken. In Deutschland wird oft erwartet, dass Bewerber eigene Meinungen äußern. Warum ist das wichtig? Vielleicht, weil Unternehmen Mitarbeiter suchen, die aktiv mitdenken und Probleme eigenständig lösen können. Ganz genau. Es wird geschätzt, wenn Vorschläge gemacht werden. Lassen Sie uns eine typische Situation diskutieren. Ein Mitarbeiter ist mit einer Entscheidung seines Vorgesetzten nicht einverstanden. Wie sollte reagiert werden? Das ist eine interessante Situation. Ich denke, dass man respektvoll seine Meinung äußern sollte. Es ist wichtig, Argumente klar zu strukturieren und sachlich zu bleiben. Sehr gut. Können Sie das etwas ausführlicher erklären? Bitte antworten Sie wieder in mehreren Sätzen. Gerne. Wenn ich mit einer Entscheidung nicht einverstanden bin, würde ich zunächst versuchen, die Perspektive meines Vorgesetzten zu verstehen. Danach würde ich meine eigene Meinung ruhig und sachlich formulieren. Es sollte vermieden werden, emotional zu reagieren. Stattdessen würde ich konkrete Argumente und mögliche Alternativen präsentieren. Wichtig ist auch, offen für Diskussionen zu bleiben. Am Ende sollte die Entscheidung des Vorgesetzten respektiert werden, auch wenn man anderer Meinung ist. Ausgezeichnet. Diese Antwort zeigt Professionalität und Teamfähigkeit. Nun eine sprachliche Frage. Was bedeutet sachlich? Oh, das ist ein gutes Wort. Was bedeutet es genau? Sachlich bedeutet, dass man objektiv und ohne Emotionen argumentiert. Es geht um Fakten und nicht um persönliche Gefühle. Aha, das ist sehr hilfreich. Ich merke, dass viele dieser Wörter im Arbeitskontext wichtig sind. Das stimmt. Fachsprache spielt eine große Rolle. Nun möchte ich über ein weiteres Thema sprechen: Fragen an den Arbeitgeber. Am Ende eines Interviews wird oft gefragt: Haben Sie noch Fragen? Warum ist diese Phase wichtig? Weil man Interesse zeigen kann und mehr über die Position erfährt. Genau. Es wird erwartet, dass sinnvolle Fragen gestellt werden. Können Sie Beispiele nennen? Ja, man könnte fragen, wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Oder welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es in Ihrem Unternehmen? Sehr gut. Diese Fragen zeigen Engagement. Nun eine kleine Reflexionsfrage: Was sollte vermieden werden? Vielleicht Fragen zum Gehalt am Anfang oder Fragen, die leicht online beantwortet werden können. Ganz genau. Solche Fragen können einen unvorbereiteten Eindruck vermitteln. Nun möchte ich über schriftliche Kommunikation sprechen. Nach einem Interview wird oft eine E-Mail gesendet. Was sollte darin enthalten sein? Ich denke, dass man sich für das Gespräch bedanken sollte und sein Interesse noch einmal betonen sollte. Richtig. Können Sie ein kurzes Beispiel formulieren? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für das informative Gespräch. Es hat mich in meinem Interesse an der Position bestärkt. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Sehr gut formuliert. Klar und professionell. Nun eine letzte Übung. Bitte beantworten Sie ausführlich die Frage: Was motiviert Sie bei der Arbeit? Gerne. Mich motiviert vor allem die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und neue Kenntnisse zu erlernen. Es wird von mir geschätzt, wenn ich Verantwortung übernehmen kann und meine Arbeit einen sichtbaren Beitrag leistet. Außerdem ist mir ein gutes Arbeitsklima wichtig, in dem Zusammenarbeit gefördert wird. Ich arbeite besonders gerne an Projekten, die Herausforderungen bieten und kreatives Denken erfordern. Langfristig motiviert mich auch die Aussicht auf beruflichen Fortschritt. Insgesamt sehe ich Arbeit nicht nur als Pflicht, sondern auch als Chance zur persönlichen Entwicklung. Das ist eine sehr starke Antwort, Anna.
Sie haben klare Argumente genannt und Ihre Motivation überzeugend dargestellt. Oh, das war wirklich beeindruckend. Danke, Markus. Ich fühle mich jetzt deutlich sicherer. Trotzdem bleibt ein bisschen Nervosität. Das ist ganz normal. Nervosität wird oft als Zeichen von Engagement gesehen. Wichtig ist, dass sie kontrolliert wird. Haben Sie noch weitere Fragen? Vielleicht eine letzte. Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Faktor für ein erfolgreiches Interview? Eine sehr gute Abschlussfrage. Der wichtigste Faktor ist eine Kombination aus Vorbereitung, Klarheit und Authentizität. Wenn diese 3 Elemente vorhanden sind, wird ein überzeugender Eindruck hinterlassen. Ah, das werde ich mir merken. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Anna. Ich bin sicher, dass Sie in Ihrem nächsten Interview erfolgreich werden.